Ja, hallo zusammen. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich dieses Jahr ein bisschen an der Produktion der Eulen, die ja letztes Jahr das erste Mal ein bisschen größer ausgefallen ist, rumfeile. Die Gussform und so vom letzten Jahr sind zwar alle noch in Ordnung, aber ich habe ein paar Ecken gefunden, wie ich das Ganze noch optimieren kann. Im Endeffekt heißt das natürlich dann auch, dass ich die billiger anbieten kann. Also hier seht ihr noch ein paar Restexemplare der letztjährigen Charge mit den Schachteln dahinter. Das Logo stammt von Simon Lange. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich die Gussform dafür mache, auch wenn das nicht besonders spektakulär ist. Und euch ein paar kleine Tipps geben, wie ihr manche Produktionen mit ein bisschen Umdenken einfach wesentlich einfacher gestalten könnt. So sah das dann letztes Jahr aus. Die Eule wurde also in mehreren Einzelteilen gegossen, um eine Trennlinie über der sehr feinen Oberflächenstruktur zu vermeiden. Dieses Jahr ist der Ansatz, das Ganze einteilig zu gestalten. Also die Eule wird im Ganzen abgegossen, was natürlich den Nachbearbeitungsaufwand erheblich minimiert. Und selbst solche Sachen wie diese Stifte hier, die für die Montage am Sockel nötig sind, werden direkt mit eingegossen. Hier seht ihr die 3 neuen Typen, die haben außerdem feinere Augen bekommen. Also Iris und Pupille haben schon so einen ganz leichten Umriss, was die Bemalung im Endeffekt schneller macht. Ja, und jetzt denkt man sich, na gut, einteilige Blockform ist ja keine große Kunst. Muss man jetzt auch nicht unbedingt ein Video drüber machen. Aber der springende Punkt dieses Mal ist dabei, dass ich wieder mal diese Stifte als Schlösser direkt mit eingießen werde. Diese feine Stelle hier zwischen den Beinen ist so ein perfektes Beispiel für eine schlecht zu schneidende Stelle, wo die Formtrennung also nicht so sauber wieder zusammenpassen wird, dass die Trennlinie schön ist. Aber mit Hilfe von solchen Stiften an dieser sehr feinen Stelle sorgt man dafür, dass diese Stelle, auch wenn die Form schon ein bisschen gealtert ist, immer exakt gut aufeinander passt. Ja, bei der Wahl des Silikons kommt es jetzt hauptsächlich auf die Härte an. Ich habe jetzt hier von Wacker Elastosil Vario 40 und 15 und von Silikonfabrik SF13 und Silixon 40. Die haben alle ihre spezielle gute Eignung. Das Elastosil ist da wesentlich flexibler, weil man sowohl die Härte als auch den Härter, also die Topfzeit, frei einstellen kann. Also die haben einen sehr schnellen und einen sehr langsamen Härter im Verhältnis 1:10. Die funktionieren zum Beispiel auch sehr gut mit einem Weichmacher, so einem anderen Additiv, SAM Delta 1000, ebenfalls über Silicones and More bestellt, aus den Niederlanden kommt das. Der funktioniert zum Beispiel nicht mit dem SF13 Silikon, aus irgendwelchen Gründen wird es einfach nicht weich, bis es dann irgendwann so stark gestreckt ist, dass die Materialeigenschaften schlechter werden. Das hat dann aber dafür den Vorteil, dass man es sehr gut mit einem Beschleuniger-Additiv verwenden kann, ohne dass das Silikon weicher wird. Also diese beiden werden da deutlich weicher. Schon bei 1% Beschleuniger gehen da so ungefähr 5 Härtepunkte flöten. Ich werde jetzt das SF-Silikon nehmen, einfach weil ich noch einiges davon da habe und es mal verbraten möchte. Aber im Grunde, wie ihr seht, man könnte auch mit dem 40er und dem entsprechenden Additiv jetzt die richtige Materialeigenschaft einstellen. Schön weich wollen wir es nämlich haben. Also nehmen wir das.
Ich habe eine ganze Kiste voll von diesen Heißkleberabfällen. Wenn irgendeiner von euch weiß, wie man das am besten wieder in Heißklebesticks recyceln kann, dann gebt mir gerne Bescheid. Würde mich brennend interessieren. Also, das bisschen Trennlinie wird weggebürstet. Der Hammer. Das muss jetzt natürlich nach 3 Güssen nicht für die Qualität der Gussform sprechen. Hier sieht man ein bisschen was, das ist halb so wild, ne? Guckt sie weg, ist ja auch unten. Und ne, ob das jetzt nach 30 Güssen immer noch so hübsch ist, wage ich schwer zu bezweifeln. Aber so klappt das auf jeden Fall schon mal prima. Ja, so viel zu diesem kleinen Einblick in meine Produktion. Da gehört jetzt natürlich noch einiges dazu. Also die Güsse müssen noch ein bisschen versäubert werden. Zum Beispiel der kleine Grat hier, der Entlüftungssteg an der Nase. Dann müssen sie noch gewaschen werden und dann kommt noch die ganze Bemalung. Die Sockel, die sind zwar jetzt noch fertig und die Schachteln, also es ist sehr umfangreich und ich möchte euch jetzt nicht alles zeigen. Aber wenn euch die Eulen gefallen, dann guckt doch mal auf meiner Website oder bei Etsy vorbei und vielleicht habt ihr dann gleich was fürs nächste Weihnachtsfest. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.